Okay. Hallo Jan. Hallo Magdalena. Ja, schön, dass du da bist, dass wir uns jetzt hier zusammenfinden. Alle guten Dinge sind drei. ähm, Beim Ja, dritten Versuch, diesen Podcast aufzuzeichnen. yes. Aber es war für mich auch nochmal gut, um ein bisschen klarer zu werden, wie ich mir das Gespräch vorstelle. Ich würde nämlich ganz gern anfangen, wie wir uns auch kennengelernt haben, wie wir uns begegnet sind. Mhm. Und was mir ein Anliegen ist jetzt für diesen Podcast, ich habe mit wenigen Menschen eine so stimmige und authentische Kommunikation über gewisse spirituelle Konzepte, die im Mainstream vielleicht weit verbreitet sind, die für uns aber nicht funktioniert haben. Und wir haben uns so da total auf einer Augenhöhe unterhalten können. Und ein sehr relevantes Konzept ist das mit den Mentalkörpern. Vielleicht kannst du da mal kurz einsteigen und kurz, oder vielleicht willst du dich erst vorstellen. Vielleicht magst du dich erst vorstellen, bevor wir Gerne, direkt natürlich. einsteigen. Ja. Auf Ähm, was auch immer dir einfällt. Was ich über mich sagen kann. Ja. Erstmal hallo. Ich freue mich auch, hier zu sein. Ich bin Jan. Ähm, Das mit dem Vorstellen habe ich noch nicht so drauf. Alles Ähm, gut. Fällt mir generell immer auf. Ja, ich bin, ähm, wenn ihr Magdalenas Content feiert, dann werdet ihr mit mir bestimmt auch resonieren. Wir sind beide so sehr, sehr stark auf derselben Wave. Ähm, Wie soll ich mich beschreiben? Hm. Ein bisschen am Überlegen, was ich sagen soll. Man könnte es wie so eine Art, ich bin wie so eine Art System, also so ein systematischer, integrativer Verkörperer, könnte man sagen. Also ich sehe genauso wie Magdalena auch höherdimensionale Konstrukte. Das sind keine Konzepte, das sind Realitäten. Und in meiner Arbeit übersetze ich die durch die verschiedenen Energieebenen in diese Realität. Basically. So wie so ein holographischer Grid, der durch alle Ebenen die Energie fließt. Und das mache ich basically. Und wie kamst du dazu? Wie hat sich das für dich entfaltet, dass du das jetzt so definieren kannst? Das ist vielleicht echt eine gute Frage. Ich habe die Frage letztens auch schon mal gestellt bekommen, wie man dazu kommt. Ich glaube, jeder kommt auf seinem Weg immer ganz, man wird ja geleitet. Wir sind ja nicht alleine hier. Wir haben ja Guides, wir haben unsere Seele, wir haben Gott, der uns alle auf den Weg bringt. Und ich selbst wurde schon mein ganzes Leben lang geleitet. Ein krasser Impact war nochmal in Corona. Und da bin ich durch Zufall, habe ich mit Wim Hof Breathwork angefangen, weil so ein guter Freund von mir gesagt hat, ey, dadurch kann man high werden. Und dann war ich so, hey, nice, nice. Ähm, Ich probiere das mal aus und atme mich high. Und dann habe ich festgestellt, dass da mehr ist als meine normale Realität, einfach nur durch das Breathwork. Und dann kam eins zum anderen. Dann kommen halt andere Sachen. Dann kam Eckhart Tolle rein. Dann habe ich ein bisschen angefangen zu meditieren, habe ja ab jetzt gelesen von Eckhart Tolle. Und dann bin ich über die letzten, das sind glaube ich jetzt schon fast 7 Jahre oder so, ich weiß nicht genau, durch alle spirituellen Disziplinen komplett durchgegangen, weil ich nichts gefunden habe, wo ich gestickt habe. Und dabei alles transzendiert, was da ist, und dann das eigene gefunden. Ja. Und also dieses Gefühl hatte ich eben bei unserer ersten Begegnung schon so, dass du diese Wahrnehmung, würdest du sagen, dass die Wahrnehmung, die du ja jetzt so klar definiert hast, dieser höherdimensionalen Ebenen, dass die einfach sich über die Zeit entwickelt hat? Oder gibt es da etwas Explizites, was du empfehlen kannst, um diese Fähigkeit zu entwickeln? Also ich glaube erstmal, dass es
nicht so ist, dass jeder diese Fähigkeit hat. Also es kommt ein bisschen drauf an. Zum Beispiel du und ich, wir sind schon ein bisschen besonders mit unserer Veranlagung in den gewissen Quadranten, in denen wir reinfühlen können. Jeder hat eigene Gaben und eigene Wege, die dich dahin führen. Und wenn ich zum Beispiel bei mir so zurückdenke, bei dir bestimmt auch, so in der Schulzeit alleine schon, gab es sehr, sehr, sehr viele Dinge, auch das ganze Leben, basically, gab es ganz, ganz viele Dinge, die darauf hingedeutet haben, dass man eine bestimmte Gabe hat, eine gewisse Art der Mustererkennung, die in einem sehr spezifischen Bereich holistisch zusammenpasst. Und weil ich das so hatte, bin ich auch genau in die Disziplinen gegangen, die das am besten integrieren. Das sind dann zum Beispiel so in der gedanklichen Ebene ist es viel NLP, also neurolinguistisches Programmieren zum Beispiel. Jetzt aber nicht so basic, wie die meisten Leute denken würden, sondern eher die integrativen Konzepte davon, was Mhm. Gedanken wirklich sind, wie das wirklich ist. Weil wenn man in diese Ebene reingeht, weil du auch gefragt hast, was einem vielleicht hilft auf diesem Weg, es geht weniger darum, so eine Technik also habe ich für mich festgestellt, es geht weniger darum, weil alle wollen die Techniken verkaufen. Überall, du guckst ein Video an, das ist die Top-Technik, das ist der Weg, das ist es. So, nein, du bist die Antwort. Und es ist immer mehr eine innere Haltung, also wie so eine Attitude, in Mhm. der Begegnung mit dieser Thematik. Wenn Mhm. ich sehr, sehr aware bin darüber, was Gedanken sind und ich da ein bisschen reingehe, brauche ich nicht so viel Technik, sondern es ist ja alles schon da. Nur die meisten Menschen wollen so eine Art Umweg nehmen über eine Technik, anstatt eigentlich den direkten Permission Slip sich zu geben und reinzugehen. Und das ist es, was ich empfehlen würde. Ja, auf jeden Fall bin ich so bei dir. Aber das ist ja auch genau das, was oft herausfordernd ist. Weil eigentlich ist ja also ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, in der Zeit, wo nichts bei mir in die Gänge kam und ich so sehr nach Techniken gesucht habe und von einer Technik zur nächsten gehopst bin, das war auch ein bisschen Ausweichen, Ja, weil ich dann halt nicht wirklich mit dem Teufel ins Auge schauen musste, mit dem ich herausgefordert bin jetzt in diesem Leben, in diesem Moment, sondern ich habe dann halt das auf die Technik geschoben. Weißt du, was ich meine? ja, ganz genau. Genau. Das ist Ähm, ja auch wieder weg vor dir, anstatt es zu facen. ja, genau. Und was würdest du sagen, weil, also wenn die Frage ist mir eben aufgeploppt, du hast gesagt, dass die Konstrukte der Gedanken, was würdest du sagen, sind Gedanken? Also, dass du das NLP aus einer anderen Perspektive Ja, klar. siehst und betrachtest. Was sind Gedanken, deiner Meinung nach? Mhm. Es ist leichter, das zu erfahren, als es zu erklären. Wenn ich es jetzt erklären müsste, würde ich erstmal so anfangen zu sagen, dass Gedanken nicht in dem Kopf sind. Das heißt man wahrscheinlich. Ich glaube, für deine Community wird das keine triggernde Aussage sein. Für sehr, sehr viele Menschen wäre das noch sehr triggernd, weil in der Wissenschaft noch davon ausgegangen wird, dass die Gedanken jetzt im Gehirn entstehen, durch Mm, irgendwelche neuronalen Verbindungen. Ähm, Das ist nicht falsch, dass das da ist, das existiert, aber es ist nur ein physikalischer Spiegel einer höherdimensionalen Ebene in deinem holographischen Grid. Zum Beispiel, ich würde Gedanken eher in die Richtung deines Biophotonenfeldes und deiner Aura einordnen, dass sie eher um uns herum schweben und hier im Feld einzuordnen sind. Du kannst ja, also vielleicht auch für die, die zugucken jetzt hier, wenn ihr euch fragt, was ist ein Gedanke, könnt ihr euch ja, kann man ja warten, bis irgendein Gedanke kommt. Ähm, und was ich dann, also das kann man mäßig ganz, ganz einfach so, ich überlege gerade, muss gucken, dass ein Gedanke kommt. Okay, gerade, perfekt. Jetzt habe ich dran gedacht, ich wollte morgen Volleyball spielen. Jetzt kam die Erinnerung hoch ans Volleyballspielen. Ähm, und wo kam sie hoch? Die kommt nicht irgendwo, man kann sich, woher kommt der Gedanke? Das ist eine super Frage. Und wo ist der Gedanke? Der Gedanke hat meistens einen Ort. Und wenn ich danach greifen müsste, wie in einem Feld, dann
wäre er hier, der Gedanke. Und es ist sehr interessant, weil man kann damit arbeiten. Man kann den Gedanken, das ist wie die Aura, ich muss ein bisschen zurücklegen, weil der ist ein bisschen weiter weg von meiner Aura. ähm, Wenn der Gedanke hier ist, dann kann ich ihn greifen. Ich kann ihn aufmachen. Ich kann ihn expanden. Ich kann in die Experience reingehen. Jetzt bin ich da drin. Es ist nicht so, dass man das nicht kann. So dieser Prozess, das ist, können wir weglassen, super einfach eigentlich in den Gedanken reinzugehen, weil die sind da im Feld. Man muss nur spüren, wo es ist. Mhm. Mhm. Und meistens sind Menschen ja in sehr wiederkehrenden Gedankenmustern verstrickt. Ja. Und wie würdest du das erklären, dass das die Realität der meisten Menschen ist? Warum sind Menschen verstrickt? Ich meine, wir sind ja auch noch Die irgendwo große verstrickt. Frage Also. der Existenz. Was sage ich denn jetzt? Also, okay, Es also gibt, ich würde sagen, dass auch aus Erfahrung, dass wir gewisse energetische Magnetströme in unserem Körper haben, die gewisse Gedankenfelder immer wieder in unsere Realität ziehen. Also die sind alle da im Feld, aber der Millionär denkt halt andere Gedanken als, ich will jetzt nicht sagen ich, aber als jemand anders. Ähm, genau, und warum ist das so? Weil da gewisse energetische Ankerpunkte im Körper sind, die halt genau diese Gedanken dann aus dem Feld wieder in die Realität ziehen. Das ist, so sehe ich es. Wie yes, siehst du es? ganz genauso. Ist ja auch so. Was ich gerade gemacht habe, ist, man kann ja auch eine somatische Brücke bauen. Zum Beispiel, wenn du jetzt darüber, was du gerade gesagt hast, Gedanken, also andere energetische Gedankenfelder, die mit mir halt eventuell in Resonanz treten oder nicht. Man könnte es auch Egregore oder Dämonen nennen. Das sind wie Entitäten im Gedankenfeld, die entweder mit dir resonieren und dann an dich andocken können und eine energetische Verbindung existiert. Es ist wie eine Beziehung in der höheren Welt, die an dir dran liegt. Und die docken an, wie du gesagt hast, an gewisse Punkte in deinem Körper. Die können basically an gefühlt alles andocken, was denen eine Resonanz bietet. Aber es gibt auch Punkte, wo sie primär sich gerne andocken. Das sind halt einfach die Chakren. Mhm. Darüber sind somatische Brücken. Du kannst, wenn du zum Beispiel jetzt hier hinspürst, gerade, ich habe es gerade, als du es gesagt hast, hier, perfekt. Kann ich gucken, okay, perfekt. Ich habe die Brücke, dass man auch verkörpert bleibt und spürt. Und wo ist der Gedanke? Und du kannst den greifen. Und das ist eine Verbindung, die existiert genau da. Und das ist ja ein Energetic Chord, genau wie du gesagt hast. Und diese Verbindungen laufen ja durch die höheren Körper. Es gibt dieses geile Bild. Das haben wir auch im Bus auf der Fahrt. Das ist so geil. So, Ja. so geil, dass wir, keine Akku, zum Beispiel die Meridiane, das hat bestimmt jeder schon mal gesehen, dieses TCM-Cheat von einem Akupressur, mit diesen Akupressurlinien durch den ganzen Körper, wo man die so punktieren kann. Ähm, Das sind basically Eintrittspunkte oder die Ankerpunkte, das kann man sich so visuell vorstellen, wo das Mentalfeld oder das Biophoton-Lichtfeld der Aura in den Körper andockt. Und Mhm. es gibt halt kohärente Felder, das sind angedockte Felder. Kohärenz ist immer Lichtkommunikation in beide Ebenen gleichzeitig. Mhm. Von dem Biophoton oder dem Energiefluss von der Quelle zu uns, von Gott. Und es kann sein, dass durch Traumata oder auch Frozen Light Kohärenzverluste entstehen. Da bricht quasi der Energiefluss von den höheren Dimensionen, unserem Ursprung. Weil wir sind nur ein Hologramm. Mhm. Aus einer Mhm. höheren Ebene fließt diese Energie in diese Mhm. Ebene. Mhm. Es stockt sich quasi hier unten zu Mhm. uns. Mhm. Und wenn der Energiefluss blockiert ist, dann ist hier die Verbindung zu unserer wahren Ebene weg. Und wenn die weg ist, dann, was der Mensch meistens macht, das mache ich auch, das hat jeder Mensch zu einem gewissen Grad, wenn man die Verbindung zu seinem eigenen Ursprung, seinem Ich Bin, meiner wahren Quelle vergessen, verloren hat, projiziert man nach außen und sucht es in anderen Menschen, in anderen Mustern, in Gedanken, whatever, überall. Und da draußen gibt es ganz, ganz, ganz viele Ideen im Gedankenfeld, die nur darauf warten,
dass du dich mit ihnen identifizierst oder mit denen eine energetische, toxische Verbindung eingehst, in dem Glauben, dass sie dich wieder ganz machen, aber es ist niemals dasselbe wie ein wahrer Anschluss wieder. Ja, und wenn diese Stellen frei sind, dann kann da halt auch etwas anderes andocken. Ja, Weil ganz genau. wenn das genährt wäre durch den ursprünglichen Kanal, dann ist da ja gar kein Platz dazwischen. Ja, Und es ist aber, also das kam mir jetzt gerade, also das Gesetz der Resonanz. Also irgendwo muss der Prozess ja be beginnen, dass das nicht mehr so stattfindet, diese Kohärenz. Und ja, das ist jetzt eine offene Frage, aber durch das Trauma, dem wir begegnen, als Menschsein in unserem Körper, dass der Körper, also dass sich dann diese Instanz löst und die Stellen frei macht für dann andere Instanzen und Entitäten. Weil irgendwo muss der Prozess ja beginnen. Und so sehe ich es schon, dass wir als Menschen auf dieser Reise sind, wo wir auch durch schmerzhafte Erfahrungen gehen, uns teilweise unbewusst von unserem eigenen Licht lösen und dann der Weg eben darin besteht, das dann wiederzufinden, um die Verbindung wiederherzustellen. ja, ganz genau. Ja, Ich würde auch. So, ja. dass wenn wir traumatisiert werden, reißt das quasi ab. Das ist wie einfach wie, man kann sich wirklich so einfach vorstellen, wie so eine Mutter und das Kind, die Mhm. beide, es ist auch sehr, sehr bildlich, sehr passend tatsächlich, die, wie auch in Familienaufstellung ist genau das Gleiche, die quasi sich an Händen halten und die sind eins und dann zerreißt dieses Band. Und dieses Band basiert auf Liebe und auf Vertrauen und auf dem Glauben, dass alles gut ist und alles eins ist. Und wenn dann ein Ereignis in ein Leben kommt, was so traumatisch, also so traumatisierend ist, so zerreißend, so einschneidend in der Energie, dass es zu viel wäre für den Organismus, generell die Theorie, dass dann es abgeschalten wird Mhm. und dass es sich abkapselt für einen gewissen Zeitraum. Und normalerweise würde dann danach, wenn man sich gesund abreagiert, das wieder sich quasi wieder eine Blüte wieder hin zum Licht öffnen, anstatt dass es verkrampft bleibt, und eng und Angst. Mhm. Und so normalerweise würde es sich öffnen. Ja, wahrscheinlich, genau, das sind diese energetischen Verkrustungen, dann die wir auf den Meridianpunkten als Eintrittspforten von Energie in unserem Körper erfahren und erleben. Ja. Ja, wo dann ja die Energie ja gar nicht mehr andocken kann. Und was findest du am effizientesten für, das ist so voll meine Sprache, was findest du am effizientesten für die Traumaheilung? Nee, nee, ich feiere das. Ich feiere das. Ich denke ja genauso. Ich hab das ja auch, das ist ja auch in meinem Kopf so. Ich habe ja auch die Antwort in meinem Kopf dafür parat. Es ist ja nicht so, dass ich nicht so denke. So. Aber viele Menschen können sich, die projizieren dann da ihre Rettung rein. Und das ist in den Gedanken. Und checken nicht, dass es Mhm. kein Gedanke ist, sondern dass das eine verkörperte Wahrheit ist, von der man Ja, spricht. ja, ja. Und es ist aber auch so, dass in der Traumaheilung, äh, also wenn man da mit dem Gedanken von Effizienz rangeht, dann entfernt man sich oft eher von der Heilung. Ja. Deswegen musste ich selber über mich schmunzeln gerade. Aber nichtsdestotrotz, ja, also wie sind da deine Erfahrungen? Was hat für dich gut funktioniert oder was ähm, praktizierst du aktuell? Also es gibt 5 Körper, die den Anschluss verlieren können. Und der Weg ist nach unten. Also man könnte sagen, das ist die höchste. Ich habe eine ganz spezifische Art und Weise darauf zu gucken, aber die ist sehr, sehr abgespaced und also ich habe das ja auch schon mal erzählt, so der Katara-Grid, also dieser 12-dimensionale Baum, ähm, das muss man jetzt nicht erwähnen, das ist ein bisschen arg, aber wir haben quasi wie so eine Gottebene, aus der unser Licht fließt. Dann haben wir eine höhere astrale Ebene, die dieses Licht in uns reinfließt. Die geht dann tiefer in den Mentalkörper, also dieses Biophoton-Lichtfeld, unsere Aura, die dann in unseren Energiekörper eintritt, über die Meridiane, die Chakren.
Das sind eigentlich höherdimensionale Portale für Licht. Und dann geht dieses Licht da rein, das läuft dann in unserem Energiekörper, in den Nadis überall durch. Mhm. Und dann geht es in den physischen Körper, in Knochen, Faszien, also Faszien auch zuerst noch, Knochen und Blut und Lymphe und alles Mögliche bis in die Zellen. Und dieser Lichtfluss fließt komplett durch, basically. Deswegen kann man für jede Ebene, es gibt nichts, was jede Ebene gleich heilt, außer ultimative göttliche Gnade. Also, Mhm. wenn Gott selbst auf allen Ebenen gleichzeitig wirkt, das würde ich auch als das Kraftvollste ansehen. Also, wenn ich eine kraftvollste Sache callen müsste, wäre das genau das, was Jesus auch gemacht hat. Ähm, Absoluter Anschluss an Gott und Gott tut es, weil Ja, das können wir gar nicht machen. ja. Und im Endeffekt ist es ja nur das, erlaube ich es mir. Ja, ja, genau. Weil das Angebot ist ja die ganze Zeit da. Es ist ja nur die Frage, ob ich bereit bin, das zu akzeptieren und das loszulassen, was auch immer da im Weg ist oder ja. Das ist ein wichtiger Punkt. Wenn wir es nicht Ja, erlauben, dann kann es nicht passieren, weil wir haben ja den freien Willen. ja, genau. Richtig. Genau. Wir haben den freien Willen. Und ja, aus welchen Gründen auch immer, manchmal entscheiden wir uns ja für, für Schmerz oder für was auch immer. Ähm, ja, die Gnade zu erlauben, die Gnade zuzulassen, die Heilung zu erlauben, ist ein Schritt, ja, den man, ist eine Entscheidung eigentlich. Aber die trifft man halt nicht nur mit dem Verstand, die trifft man halt auf so viel tieferen Ebenen. Da reicht der Wille nicht. Es reicht nicht, es zu wollen, meine Erfahrung. Genau. Individuelle will nicht. Der individuelle Wille reicht nicht. Reicht nicht. Nein, genau. Da geht es um höhere, also es ist meine Wahrnehmung, da geht es um höhere Seelenverträge, um höhere Absprachen. Ähm, ja, auf Ebenen, die wir mit unserem Tagesbewusstsein gar nicht, oftmals nicht auf dem Schirm haben, würde ich Nee, nee. sagen. Auch unser Karma. Wir wissen ja gar nicht, du weißt ja gar nicht, was du gemacht hast. So. Ja. Vielleicht auch so, ja, es gibt wahrscheinlich, also vergangene Leben existieren, für die ich zugucke. Es By the ist, way. Inkarnation ist real, so. Ähm, Ja. deswegen, also ich weiß jetzt nicht, wenn du in deinem vergangenen Leben halt einfach oder in keine Ahnung, 10 Leben ago halt irgendwie da eine ganze Familie abgeschlachtet hast oder so oder Hexen verbrannt hast, anstatt dass du verbrannt wurdest. Was wahrscheinlich auch vielen, die zugehören, jetzt gerade auch passiert ist, dass sie verbrannt wurden oder Angehörige ihrer Familien des Feldes so. Deswegen, wir wissen gar nicht, was passiert ist. Deswegen ist es da auch sehr, sehr viel Grace und Liebe und ja, ich würde sagen, ganz, ganz, ganz viel Liebe halt auch. Weil wir wissen Auf nicht. jeden Fall. Letztlich ist es ja das, was heilt. Es ist ja die Frequenz von Liebe. Ich würde noch mal gerne zurückgehen zu dem, also das ist ja jetzt quasi schon die Essenz von, also was wirklich Heilung ermöglicht. Ist im ersten Schritt, du entscheidest es wirklich selber, was du erlaubst. Und die Methode oder was auch immer du verwendest, ist eigentlich nur ein Permission Slip dafür. Ähm, und ich würde aber gerne nochmal zu diesem Thema gehen, weil das für mich einfach so ein richtiger Durchbruch war, dass also dass viele Methoden und Konzepte eben ihre eigenen Quellen, also du kannst das nochmal besser gleich erklären, aber so wie ich das verstanden habe, dass die Methoden sozusagen Parallelquellen erschaffen haben, energetisch, aus denen sie Energie speisen und zu denen du, wenn du diese Methode nutzt, auch andockst, aber es halt nicht die eine Ursprungsquelle ist und es, ja genau, dich halt auch in einem Loop halten kann. Ja, ganz genau. Es ist ein Loop. Es ist ein Loop. Das ist ja das Ding. Also das, was du gerade angesprochen hast, das, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, das ist das, was ein Egregor ist. Egregore, genau ist das Wort. Ja, Kann man Egregore. auch gut googeln oder Tulpa, also Tulpa, ist basically dasselbe. Das ist jetzt ein bisschen, es ist nicht so negativ, wie auch als wir das erste Mal geredet haben, meine Perspektive hat sich ein bisschen verändert darauf.
Mhm. Aber es ist trotzdem sehr, sehr wichtig zu wissen. Für jeden, der jetzt auch hier zuguckt oder vielleicht auch schon länger auf dem Weg ist, der wird das kennen. Das, was auch zum Beispiel ich vorhin berichtet habe von meinem Weg, man ist da, macht da Breathwork, dann Eckhart Tolle, dann geht man basically jede Disziplin durch. Also viele machen das nicht, aber es gibt auch welche, die machen das. Und mit ganz vielen Mentoren oder Gurus auf dem Weg und lernt alles Mögliche kennen und zersplittert dadurch sein gesamtes Energiefeld, weil du immer in diese verschiedenen Dingen dein Ich suchst und es projizierst und deine Energie quasi dahin gibst. Wenn du denkst, okay, diese Technik heilt mich und der Guru, das ist basically das, was ich gerade beschreibe, ist der Grund, warum in der Bibel steht, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Es geht nicht darum, dass es gibt keine anderen Götter, es gibt nur Gott. Und es gibt menschengeschaffene oder höherdimensional geschaffene Gedankenkonstrukte, die auch Kraft in sich haben, die auch heilen können, die aber immer Energie verbrauchen und deswegen immer in Loops laufen. Das kann man sich so vorstellen, man gibt Energie rein in den Gedanken von irgendeinem bestimmten Coach. Und deswegen funktioniert es auch meistens, dass die meisten Schüler von ganz, ganz vielen Lehrern oder Coaches oder von Tony Robbins, die meisten sind nicht erfolgreich. So, aber Tony Robbins wird immer erfolgreicher und erfolgreicher und erfolgreicher. Das liegt daran, dass die ganze Zeit Energie in ihn reinstellen, in Form von Geld, Aufmerksamkeit, aber nur konsumieren, nicht selbst umsetzen und wieder konsumieren. Also das nächste Seminar, die nächste Technik, die nächste Mhm. Heilung. Und auf diesem Weg verliert man immer die Energie in sich, die notwendig gewesen wäre, sie zu verkörpern, um Ja, in die nächste Dimension zu shiften. ja, Und dann gibt man sie immer weg und weg und weg und diese Energie, die verschwindet nicht einfach, sondern die sammelt sich in einem kollektiven Energiegedanken quasi, der immer größer wird und der immer mehr, es wird auch Pendel genannt, für die, die Reality Transurfing kennen, es ist immer schneller, es wird immer mehr, es ist immer ein Egregore entwickelt wie eine eigene Identität. Es hat keine eigene Realität eigentlich, könnte es sehr ähnlich setzen mit AI, wenn AI verrückt werden würde. Aber wenn es denkt, dass es real ist, ist wie das Ego, es denkt, es existiert. Und deswegen will es immer mehr, mehr Energie von mehreren Leuten und kämpft für mehr Aufmerksamkeit. mhm. Alle Ideologien in der gesamten Welt sind, also wie kann man sagen, Veganismus, die grüne Bewegung, der Materialismus, der Kommunismus, all diese Dinge sind falsche Götter, das sind Illusionen im Gedankenfeld, die gegeneinander kämpfen, energetisch, Genau. weil sie nicht mit der Quelle verbunden sind. Es sind halt alles Konzepte, die dich genau in der Dualität halten, die dich Ja, genau in dem Glauben halten, dass etwas auszuschließen gilt und etwas einzuschließen gilt. Aber es ist genau diese Illusion von, es gibt Trennung und es gibt ja in Wahrheit keine Trennung. Es gibt in Wahrheit keine Trennung und diese Konzepte, also ja, wir machen halt die Erfahrung von Trennung. Aber ich hatte eben noch einen guten Gedanken. Moment, lass mich kurz natürlich. wiederbekommen. Ähm, ja, genau. Und zwar, danke. Und zwar, dass das in dieser Persönlichkeit sind, also das ist halt, also mir geht es auch irgendwie darum, mit dem, was ich zu sagen habe, auch ein bisschen Wahrnehmung. Ich möchte nicht sagen, dass ich aufklären möchte. Jeder ist auf seinem eigenen Weg und findet die eigene Wahrheit. Aber für mich war es auf jeden Fall ein Durchbruch zu erkennen, dass die wahre, also die wirkliche Arbeit, die wirkliche persönliche Weiterentwicklung wenig mit dem zu tun hat, was so Mainstream-Persönlichkeitsentwicklung lehrt. Und ja, also was jetzt aus meiner Erfahrung und meinen Recherchen hervorgeht, ist, dass es eben wirklich um spirituelle Prozesse geht, die teilweise angestoßen werden können durch gewisse Seminare, Workshops etc.,
Aber dass eigentlich das, was da passiert, nicht unbedingt thematisiert wird und erklärt wird. Weißt du, was ich meine? Ja, nein, natürlich nicht. Ja, genau. Aber du weißt, Natürlich. was ich meine, ne? Das ist immer dasselbe. Ja, Das genau. macht dir aber auch Und das keinen. ist halt die Trap. Und das ist die Trap. Ja, das ist das Ding. Auch die meisten, ähm, oder ich selbst auch. Man läuft immer wie durch eigene Lernsequenzen deiner Seele, durch verschiedene. Das Einzige, wirklich also das Einzige, was je nahe drangekommen ist von der Experience, wie es ist, sind die Gene Keys, oder Human Design. Das ist das Einzige, wo ich so, oder zum Beispiel die Kabbala-Analyse. Das ist das Einzige, was energetisch also es ist ja auch ein Kabbala-Baum, es ist eine Sequenz. Und unsere Seele durchläuft auch diese Sequenzen in Lernabfolgen, in Lernaufgaben. Und das Mhm. Einzige, was daran kommen könnte, zu erklären, was es ist so ein Prozessbeschreibungstool quasi. Aber sogar das, Aber und du würdest jetzt sagen, dass Gene Keys Kabbalah, dass das so ein Prozessbeschreibungstool ist. ja, das würde noch am ehesten meiner Experience rankommen an den Prozess, der Mhm. angestoßen wird, Mhm. um das zu verbildlichen. Mhm. Um das nachvollziehbar zu machen. Ja, aber so der Gedanke, ja, da ist jetzt so ein Ding und ich bete jetzt hier diese violette Flamme an, Mhm. das verändert jetzt mein ganzes Leben. Mhm. Es verändert immer nur das Leben von denen, es kann dein Leben verändern, wenn du komplett eine Sache machst und du machst nur eine Sache und du ziehst sie durch. Ähm, und dann, das sieht man ja auch auf YouTube. Alle Leute, die sehr, sehr erfolgreich sind, haben einfach eine Sache immer weitergemacht und dann angefangen, genau über diese Sache Videos zu machen. Mhm. Und genau mit dieser Sache dann im energetischen Feld eine Core Resonance Frequency aufgebaut, ein Egregore, Mhm. der Mhm. genau Leute, die genau damit auch resonieren, angezogen hat und eine Energieschleife Mhm. baut, aber nur in dieser Dynamik, in Ja, keiner anderen. Und es sind ja, wie so zersplitterte Puzzleteile, ja, die einen aber nicht auf seinen eigenen Weg bringen, sondern immer mehr Energie in diesen Gedanken channeln. ja, ja. Ja, absolut. Deswegen äh, bin ich auch oft so, deswegen hat dann am Ende auch irgendwie nur so Out of Matrix als Name für mich gepasst, weil ich habe dann also ich habe alles dann so in Frage gestellt. Also eine Zeit lang war es ja eher Magda Muse und ich habe total viel von Personal Branding gehalten und habe da auch viel mich weitergebildet, was ja auch sehr bekannt ist in dem Bereich. Aber ich hab das dann halt auch eine Zeit lang alles so extrem in Frage gestellt, weil ich genau das eben nicht möchte. Ich möchte Ja, eben genau nicht so ein Konstrukt erstellen, dass die Menschen wieder das so outsourcen, die Veränderung. Aber ja, genau. gut Ich habe, gesagt, outsourcen. ja, Richtig. Das Wort ist so gut. Es ist so passend. Crazy. aber ich bin dann zu der Erkenntnis gekommen, es ist halt meine Arbeit, die das definiert, und meine Art und Weise der Kommunikation und wie ich das weitergebe. Genau. Nicht Okay. jetzt das Branding oder der Name oder was auch immer an sich. Ja. Es Genau. ist halt sehr schwer für die meisten Menschen, die noch nicht, wie jetzt zum Beispiel du oder ich, so eine Out-of-Matrix-Erfahrung oder mehrere davon hatten, die wirklich, oder ein echtes Kundalini Awakening oder eine, also echte Erfahrung, ich will keinem absprechen, dass man es hatte oder nicht hatte, aber es gibt gewisse Dinge, die sprengen dich nochmal aus der Dimension anders raus. Und die haben auf einer Skala nochmal eine ganz andere Dichte, also nochmal eine ganz andere Ebene. Und diese Dinge sind einfach nochmal was vollkommen anderes. Ja. Ja, Äh, ja, ich hatte gerade noch einen anderen Punkt. Und zwar, Moment, lass ich mich nochmal finden. Mm, ich glaube, es ist gerade nicht relevant. Er entfernt sich, er entfernt sich. Nee, ist gerade nicht relevant. Ich merke das dann so richtig so. Nee, er das ist, geht eher weiter weg, als dass er näher kommt. Ist okay. Genau. Ich glaube, es geht viel darum,
eben einfach das Bewusstsein zu schulen. Und also dieses Konstrukt, also dieses Verständnis dafür, dass so eine Dynamik entstehen kann, ich glaube, das ist halt die Eigenverantwortung, die jeder Mensch, dessen sich jeder Mensch bewusst sein darf. Ja, Und dann passiert das ja nicht. Weil im Endeffekt, wie kann dieses Loop, das kann ja auch nur genährt werden, weil Menschen es nähren. genau. Es ist Und, auch, ja. es ist ein bisschen, wenn man diese Erfahrungen selbst noch nicht hatte, dann sucht man meistens in einem äußeren Gedanken oder von jemandem, zum Beispiel, wenn du jetzt und ich, wenn wir jetzt erzählen würden über die Experiences, die wir gemacht haben, und ein anderer Mensch hat das nicht, dann sucht er ja in seinem Kopf nach irgendeiner Resonanzerfahrung, versucht das zu vergleichen. Und wenn das noch nicht dort stattgefunden hat oder wenn es noch nicht in der DNA geaccessed werden kann, dass es mal vielleicht in einem vergangenen Leben stattgefunden hat oder wenn es tatsächlich nicht stattgefunden hat, dann verbindet sich das damit und versucht es zu Aha, fixieren und projiziert die wow, Energie dahin. Weißt du, es ist ja nicht da. ja, Banger. Und dann Mhm. suchst du, aber du projizierst dein Ich dann da rein Mhm. und dann bist du im Loop. Und das ist, ja, mhm. Anstatt es selbst zu erkennen, weil Mhm. die Menschen suchen dann so, zum Beispiel, ich habe es letztens wieder gesehen, das hat mich so getriggert gehabt. Ich habe das so ein Video, so eine Werbung bekommen von jemandem, der über Manifestieren erzählt hat und er hat das so erzählt, als ob das seine Technik wäre und mit meiner Methode kannst du das erreichen. Und ich war so, Digga, das ist keine Methode. Die Menschen sind es schon. Die haben schon Ja, die Antwort in sich. Es ist doch alles da. Warum erzählst du denen, du brauchst eine Methode, um dein Geburtsrecht einzufordern? So, es macht überhaupt keinen Sinn. Aber keiner, der jetzt in so einem, der auf YouTube chillt und der noch nicht diese Experiences hatte, weiß, dass er es ist oder sie es ist. Und das ist in. ja, und ich glaube, lass uns unsere ehrliche Meinung und authentisch sprechen darüber, was unser Weg uns gelehrt hat. Aber am Ende sind es einem auch persönliche Seelenwege und persönliche Erfahrungen, dass diese Realität wieder in das eigene Leben gezogen wird für manche Menschen. Also ich habe ja auch Erfahrungen in dieser Richtung gemacht und war auch lange in solchen Loops verwickelt. Und vielleicht ist das auch für manche Seelenwege eben relevant. Also ich habe jetzt dadurch eben auch ein anderes Verständnis für diese Vorgänge und kann das anders greifen. Mm, Es ist, genau. Aber trotzdem finde ich es wichtig, darüber zu sprechen, weil wenn Menschen das doch greifen können und ja, an einem ähnlichen Punkt sind, dann kann das ja auch einen Stein ins Rollen bringen, sich bewusst über gewisse, ja, Dynamiken zu werden. sowieso, also auch am Anfang, wenn du zurückdenkst, wären wir hierher gekommen, ohne uns mit irgendwelchen Dingen zu verbinden, die nicht unseren eigenen Ursprung sind? So. Ja. Ja, vielleicht schon so, aber Nein, natürlich nicht. hilft. So, Also, es ja, hilft. So, ja, es hilft unglaublich. Und auch, als es vielleicht die zuhören, so nicht. Das ist auch immer, wenn Magdalena und ich darüber reden. Es geht nicht darum, irgendwie, ne, wir sind da und ihr seid noch nicht da aufzumachen, weil das ist nicht wahr. Aber diese Ebenen, es kommt auch, was du gesagt hast, zum Beispiel, verschiedene Seelen haben verschiedene Seelenwege. Und wenn die Seele eher bereit ist, die Dinge in der Welt und alle äußeren Strukturen loszulassen, um wirklich so sovereign zu werden in sich, mhm. dann lösen sich diese Dinge nach und nach auf. Dann sucht auch immer weiter. Denn man findet, man kommt nicht zu einem Halt. Aber meistens die Seelen, die auch zu einem Halt wirklich kommen, sollen auch wahrscheinlich auch zu einem Halt kommen und da erstmal ein bisschen chillen. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, ich muss mal gucken, ob ich einen Vergleich machen kann. Joe Dispenza, super Typ. Ich liebe die Meditation, die habe sie auch alle gemacht. Es ist geil. Ich hatte meine erste Astralreise nach einer einstündigen Joe Dispenza Meditation, wo ich, klar, ich habe auch geübt und ich habe ganz viel anderen Shit gemacht, aber nach einer von diesen Meditations lag ich auf meinem Bett und es hat das getriggert und es hat funktioniert. Das war super. Aber deswegen ist Joe Dispenza nicht scheiße. Aber wenn man immer weitergeht auf dem Weg, ist Joe Dispenza nur ein kleiner Brick von der Brücke, die dich dahin führt und die Brücke endet nicht. Es geht immer nur mehr und mehr und mehr von dir selbst, die dich dahin führt.
Und mal gucken, dass ich es ein bisschen schneller zusammenfasse. Diese Struktur, die Joe Dispenza verkörpert und in die Welt trägt, ist wahrscheinlich nochmal eine andere, als wie er es selbst wahrnimmt. Das ist ja nur, man braucht ja auch eine Art Branding, man braucht ja eine Art Mhm. Avatar, eine Art, was diese Menschen verstehen und greifen können und dann auch verkörpert Mhm. umsetzen. Mhm. Und das differentiated, also sehr stark von dem, was der Coach oder der Mentor selbst macht und dem, was man anderen Menschen transmitten kann. Mhm. Und ich sehe es mittlerweile mehr wie so, auch Egregore, alles ist Mind, basically. Wenn man Mhm. also alles ist irgendwo eine Projektion, alles ist Mind. Wir haben die Quelle, wir haben Ich bin und aus dieser Quelle projiziert sich alles, was existiert. Jede Energie, alles kommt trotzdem aus dieser Quelle. Und alles ist basically Mind. Und in diesem Mind gibt es jetzt einfach nur Formen höherer Ordnung und Formen niedrigerer Ordnung. Und gewisse Wege haben halt einfach höhere Ordnungen und noch höhere Ordnungen oder niedere Ordnungen. Und Seelen haben in sich halt auch höhere Ordnung oder niedere Ordnung, was nicht negativ ist. Es ist einfach eine Entwicklungssteine von wie viel von mir kann ich schon accessen. Und wenn du eine höhere Ordnung als Seele hast, brauchst du auch eine höhere Ordnung an Practice oder Lebensweg oder was auch immer. Und das findet sich durch Mhm. Resonanz. Mhm. Ja, äh, das wahrscheinlich ist das so. Es fühlt sich auch so an. Trotzdem habe ich immer wieder Widerstand damit, weil ich so, alle Menschen sind gleich. Und es ist so auch dieses romantische Bild, aber es ist schon so. Also es gibt einfach ja eine kosmische Ordnung. Es gibt eine kosmische Ordnung und es gibt gewisse Verantwortungsbereiche, die mit gewissen Fähigkeiten verbunden sind. Und ja, manche Verantwortungsbereiche, also die unterscheiden sich einfach voneinander, Verantwortungsbereiche. Und Verantwortungsbereich verbinde ich mit ähm, auch Zugang zu Fähigkeiten, Zugang zu den eigenen Fähigkeiten. Und in diesen Zeiten, ich glaube in den kommenden Jahren noch viel mehr, wird sehr stark die Energie hinter den Dingen, die du tust, denkst, sagst, darüber entscheiden, wie deine Entwicklung freigeschaltet wird, sozusagen. Weißt du, was ich meine? Weil wir als Planet, also der Planet steigt auf, der ist mitten im Aufstiegsprozess und es werden eben Energien unterstützt, die dem dienen. Und dass damit auch deine eigene Ausdehnung und deine eigene ja, Entfaltung und Expansion deiner Fähigkeiten auch damit in Verbindung steht. Ja. Auf jeden Fall. Jetzt Ja. kommt das dazu. Auch wenn ich jetzt so zurückdenke, einfach so an Jesus zum Beispiel, an die Geschichte, wenn jetzt an alle möglichen, wenn er mit den Sündern oder den Zöllnern zu Abend isst, der Zöllner war niemals schlechter oder weniger wert als Jesus in den Augen von Jesus. Es ist alles genau gleich viel wert. Alles hat halt seine Aufgabe. Auch das ist ja gerade so eine perfekte Herausforderung, so direkt so, jetzt wenn du so denkst, und dann sage ich jetzt das, was ich denke, wird direkt der Stereotyp aus meinem Kopf gefiltert und jeder kann sehen, was ich als Stereotyp denke. Okay, hau raus. Jetzt, wenn ich zum Beispiel auf die Müllmänner gucke, Ja. direkt in meinem Kopf sieht man, es ist nicht negativ. Es ist nicht negativ. Mhm. Es ist bei mir trotzdem noch, ich muss da ganz ehrlich sein, ich wäre nicht gerne ein Müllmann. Mhm. Weil ich da auch bestimmt noch irgendwo in mir irgendwo Schuld oder Scham habe oder eigentlich Angst, was das bedeuten würde, weil ich das irgendwo doch noch kategorisch irgendwo einordne und irgendwo denke, ey, wenn ich ein Arzt wäre, wäre das besser als ein Müllmann. Mhm. Ein Teil meines Egos, das ist normal. Wir sind hier Mhm. nicht erleuchtet. Ähm, aber der hat auch eine super wichtige Aufgabe. Alles im Körper. Jede Zelle hat eine wichtige Aufgabe. Die Zellen, die für den Ausscheidungsprozess zuständig sind, sind unglaublich wichtig. Wenn die das nicht hinkriegen, vergiftet der ganze Körper. Jede Zelle ist wichtig. Alles hat seinen Platz bei uns. Und genauso wie jede Zelle seinen Platz hat, hat auch jede Seele ihren Platz. Und es gibt halt Zellen, die sind eher für höhere Gehirnfunktionen, Cortexzellen zuständig. Andere sind mehr Herzzellen, sind einfach eher hier zum Fühlen.
Andere sind eher hier zum Genießen, andere sind hier eher um zu handeln oder Dinge zu formen, vielleicht auch tatsächlich mit in der physischen Form mit ihren Händen. Gibt so Ja, viele verschiedene Dinge. ja. Ja, es ist ein schöner Vergleich mit den Körperzellen. Ja, wir sind eben alle als Menschheit auch ein großer Organismus und ja, es geht darum, wieder den Platz einzunehmen, den eigenen Platz einzunehmen, um den Organismus gut leben zu lassen, würde ich sagen. Und wie dieser Platz aussieht für dich individuell, kann man eben nur selber wissen. Und dabei gibt es nicht richtig oder falsch. Das kann man einfach nur selber fühlen und dem folgen. Wie würde der Platz für dich aussehen? Also, es ist so, ich habe in den ersten, also Anfang meiner Zwanzigern, wo ich so schon ein bisschen unterwegs war in der Persönlichkeitsentwicklung, aber ich habe lange Zeit wirklich ein Egregore gehabt, von mir selber, würde ich sagen, was ich zu leisten habe und wie ich, ja, ja. Ähm, und jetzt, in den letzten, würde ich sagen, 1,5 Jahren, kommt das wirklich zu mir, was ich wirklich hier bin zu tun und zu leisten und zu dienen. Und das macht mir Angst. Also das ist, und daran merke ich aber, das ist echt, das ist das Echte. Davor, Ja, das war so, ähm, ja, ich möchte die Yogalehrerin oder was auch immer sein und identifiziere mich damit und bis zu einem gewissen Zeitpunkt, aber das war für mich nie, deswegen bin ich auch nie so wirklich Yogalehrerin gewesen, auch wenn ich Ausbildung gemacht habe, weil das war für mich nie stimmig. Es war für mich nicht stimmig, die Lehrerin zu sein, die sagt, was du zu tun hast. Und ja, und also genau, deswegen habe ich diesen Pfad dann verlassen und jetzt würde ich sagen, geht es um eine energetische Signatur, die nur ich in der Lage bin, hier zu verankern. Also wir alle haben energetische Signaturen in uns, die es gilt zu aktivieren. Und diese energetische Signatur, die ich hier bin, um sie hier zu verankern, ja, das ist im Endeffekt meine Aufgabe. Und zu dieser energetischen Signatur gehören eben auch gewisse Tätigkeiten und ja, gewisse Tätigkeiten. Und ich würde sagen, was wir alle in uns tragen als energetische Signatur, als Grundsignatur, ist Freude. hm, Ähm, und dem zu folgen, ist auf jeden Fall etwas, was eine gemeinsame Schnittmenge ist von allen individuellen energetischen Signaturen. Und dann unterscheiden sich diese Signaturen aber voneinander, von dem, was hier gelebt und getan werden darf. So sehe ich das. safe. Macht Und voll Sinn. genau, also ich kann das bisher nur spüren. Ich kann das bisher gar nicht in Worte fassen, was ich hier bin zu machen. Aber es fühlt sich sehr authentisch, ehrlich und mh, echt an. Und dem Gefühl folge ich und vielleicht wird da irgendwann eine rationale Erklärung draus entstehen. Jetzt gerade noch nicht. Mhm. Voll gut. Voll geil, dass du auch so ehrlich warst, gerade was du es gesagt hast, mit dem, dass es dir auch Angst macht. Weil ich kenne das. Hm. Das ist so true. Auch für alle, die zuhören, wenn ihr keine Angst habt, dann seid ihr nicht da in eurer eigenen Aufgabe, weil es liegt ja außerhalb der Komfortzone. Und Egregore gibt dir immer eine künstliche Sicherheit. Das ist genau das gleiche wie das Studium, dann die Arbeit. Alle Dinge, die dir vermeintlich irgendeine Sicherheit verkaufen im Außen, sind falsche Götter. Also der Weg, solange du nicht die totale Realisation hast, wird immer mit gewissen
Ängsten oder Unsicherheiten gespickt sein. Weil sonst wäre es ja kein Weg. So, es gibt so ein tolles Zitat, so, habe ich letztens gesehen, dass du so in den Wald gehst und der Weg hört auf. Da ist kein Weg mehr. Also daran erkennst du, dass du auf deinem Weg bist, basically. Und Mhm. du musst ihn selbst beschreiten. Klar ist Mhm. er da und er wird durch die Energie, während er da ist, auch Mhm. beleuchtet, aber Mhm. es ist dein Weg, wie du gesagt hast. Es ist halt was Ja. anderes. Es ist nicht irgendwie, oh, crazy, Ja, was schon da gewesen ist, sondern das bin ich, das bist du, ja, das ist komplett verrückt, das ist ja, wundervoll und das ist ja, auch kraftvoll und das ist auch, weil du es auch gesagt hast, so extrem. Ich bin auch immer so, das kommt immer extrem rein. Also wenn man seine Lichtcodes empfängt, seine eigene energetische Signatur, das ist extrem überfordernd. Das ist crazy, was da für eine Energie reinfließt. Und das gilt es halt auch mehr zu verkörpern. Und dafür sind auch wir da, weil wir es für uns machen, auch anderen Menschen dafür zu helfen, weil es wird crazy werden in den nächsten Jahren. ja, ja, auf jeden Fall. Crazy. Ich, also, so wie ich das wahrnehme, jetzt auch insbesondere in diesen letzten Monaten, in denen wir jetzt hier auf Planeten Erde sind, ähm, geht es eben um diese Energie von Vertrauen. Weil diese Konstrukte, diese Egregore, die man sich ja auch selber erstellen kann, die geben einem ja auch vermeintliche Sicherheit. Aber das ist alles mein. Das ist dieses planerische Kontrollzwang behalten wollen. Wenn ich das mache, dann passiert das. Und das ist eben genau nicht das eigentlich Authentische, was eigentlich die Seele wirklich will. Und da kann man sich eben auch wirklich gut austricksen. Ich spreche aus eigener Erfahrung, Same. weil auch Konzepte, die in der Persönlichkeitsentwicklungsszene als mh, sozusagen, ich verlasse meine Komfortzone, ich mache etwas, was der Expansion meiner Seele dient, kann auch ein Egregor sein. Ähm, ja, also genau, weil, also wenn sozusagen, und das, warte, ich muss das kurz in Worte fassen können. Moment. Du hast ja Zeit, wir haben ewig Zeit. Ja. Beste Wasserflasche. Ja, also es muss nicht nur das Studium oder der feste Beruf oder was auch immer sein. Also es ist total individuell, was dieses Konstrukt ist, das dir vermeintliche Sicherheit gibt. Es kann alles sein. Es kann wirklich alles sein. Also auch was anderen vielleicht keine Sicherheit gibt. Für mich wäre es bestimmt auch total also out of my comfort zone und total Seelen-Expansion. Ähm, zum Beispiel, also ja, ich weiß nicht, ob das meinem Seelenweg gehen würde. Ähm, aber ich will sagen, dass diese Praktiken dich auch trapped halten können, Safe. And weil right sie back. dir vermeintliche Sicherheit geben und du das dann, wie wir am Anfang schon gesagt haben, das dann der Egregore ist, wo du äh, deine Heilung outsourced oder dein gutes Gefühl outsourced. Ja. Aber es ist ja auch nicht so nur, dass es nur schlecht ist. Das sagst du auch nicht, das weiß ich ja. Nein, genau. Ähm, man kann auch für die zu hören, so, man kann keine Aussage treffen, ohne die andere Seite auszulassen. Ja. Geht Ja. es nicht. Das geht In nicht. dieser Welt. Das Ja, in ist dieser also so Welt. paradox, manches macht Ja. überhaupt keinen Sinn. So, ja, genau, weil die andere Seite immer versteckt in der unbewussten Dimension liegt. Und dann, also, wie man es dreht, so, wenn du eine Sache sagst, ist die andere Sache nicht dabei. Sage ich die, ist sie nicht dabei. Ja. Ähm, und das, was du gerade gesagt hast, Struktur ist ja bis zu einem gewissen Grad wichtig. Nur muss sie halt verkörpert werden und darf nicht im Mind bleiben. Wenn du zum Beispiel ist das super, super Ding, auch das mit dem Komfortzone-Modell aus der Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ein super Modell, wenn da jetzt jemand hingehen würde und der würde
Es ist wieder ein Pain. Wenn er halt hingeht und sagt, mein Leben hat dieses Modell hat mein Leben verändert, dieses Modell ist der Schlüssel zu allem, ist schon sehr gefährlich, also Anführungszeichen, weil es halt die Kraft weggibt. Ich sage immer zum Beispiel auch bei mir, ich bin die Magie, nicht Genau. dieses Ding. Ja, Ich ja, bringe die Magie mit rein. Egal, wir können machen, was wir wollen hier. Wir können machen, was wir wollen, aber es geht nie um das Ding, es geht immer um ich, der dieses ja, Ding macht. Das ja, ist meine, zum Beispiel, ich schreibe auch, wenn ich sehr Sachen aufschreibe, so, meine in groß Capital Letters, Technik klein. Weil ich bin der Key, nicht diese Sache. mhm. Und wenn man das hat, auch wenn man bedenkt, dass ich bin gleichbedeutend ist mit Präsenz und Verkörperung, ist es offensichtlich, dass es kein Gedanke mehr ist. Ja, ja. Und dann eben das zu tun, was aus dieser Präsenz herauskommt. Ja, ja, genau. Und das wird meistens noch ein bisschen was anderes sein. Ja, genau. Aber es wiederholt sich. Und da kann man eine eigene Struktur finden, die einem aber auch Sicherheit geben darf. Auf Weil, jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber es ist eben was anderes, aus dieser Präsenz zu agieren oder aus einer mental errichteten Struktur. Genau. Ähm, Fühlt sich für mich sehr stimmig und rund an. Hast du noch, oder ich möchte dir noch als letzte Frage stellen, die Frage, die du mir auch gestellt hast. ne, Mm, Kannst du sie nochmal wiederholen? Hattest sie gut formuliert. wie du dir das Möchtest du mal? vorstellst, Nee, wie ich meinen Platz. sehe. Genau, ja, genau. Wie siehst du deine Zelle im Organismus Menschheit auf diesem Planeten Erde? Also ich glaube, dass wir alle so viele Mind hängen, weil wir keine äußeren Strukturen haben, die heilig sind, könnte man so sagen. Also wenn wir zurückdenken, zum Beispiel an die Zeit in unserem Kindergarten, das ist jetzt auch eine Aussage, die kann auch ein bisschen nach hinten losgehen, weil es gibt wahrscheinlich auch viele, die hier zuhören, die vielleicht nicht die schönste Kindheit hatten. Manche ähm, hatten wahrscheinlich also sehr traumatisch, dann wieder besser. Es kommt jetzt auch nicht drauf an, wer jetzt eine schlimmere Kindheit hatte. Es kommt eigentlich nur darauf an, dass als Grundfrequenz über eine Baseline in der Kindheit man glücklicher war, als man meistens jetzt als Erwachsener ist. Ähm, Das ist auch das, was Jesus gesagt hat, wir müssen wieder werden wie die Kinder. Weil wir verlieren gewissermaßen unsere Unschuld. Schuld ist sehr, sehr ähnlich wie Verantwortung. Schuld existiert eigentlich nicht, es existiert nur Verantwortung. Und Verantwortung ist die Ebene, die von dem Maskulinen, also dem Maskulinen, ich nenne die Shiva-Lichtcodes, von denen, die für Ordnung sorgen im Feld. Also basically, wie zum Beispiel dieser Lichtcode, dieses Shokurai ist basically ja Ordnung. Das ist ja heilige Ordnung. Und genauso wie dieses Ding hier, wenn ich jetzt keinen schönen geometrischen Merkaba-Würfel hätte, wäre es jetzt vielleicht noch ein bisschen offensichtlicher, worauf ich anspiele. Das ist eine Ordnung, wo alles seinen Platz hat. Und das ist basically das, was der Mind eigentlich braucht. Der Mind, das siehst du ja auch so genau wie ich, wir kriegen es, das sind ja geometrische Lichtcodes. Die Sachen sind in höchster Ordnung in den höherdimensionalen Feldern geordnet. Und wenn sie distorted sind oder die Geometrie mit Geometrie kaputt geht, wird's kacke. Und genau so war in unserer Kindheit, wenn man auf so einem Rudolf Steiner Kindergarten oder Schule war, noch krasser, alles viel mehr an den Zyklen des Universums zum Beispiel angelehnt. Mhm. Frühling geht man so raus und wächst mit den Blumen, so guckt die Blumen an. Herbst zum Beispiel, dann nimmst du diese Blätter und bastelst du raus Sachen und dann machst du irgendwelche mit Sand, klebst es da in Bücher oder sowas und im Winter machst du Kerzen und singst Weihnachtslieder und dann kommt der Pfarrer, als auch diese ganzen negativen Ebenen davon alle rausnehmen, sondern dann kommt der Pfarrer und dann singt man da. Das hat einfach sehr viel Zyklizität, das ist zyklisch, das ist gesund, das ist in einem Rhythmus in einer gesunden, stabilen, der Rhythmus ist eigentlich die andere Ebene, aber das ist halt eine gesunde, heilige Ordnung und ein Rhythmus, in dem die Energie harmonisch pulsierend durch den Alltag und das Leben fließt. Und das wird, je älter wir werden, immer weniger und weniger und weniger. Und diese Verantwortung wird eigentlich in der höchsten Ebene, normalerweise in einer guten Gesellschaft, also in einer Christic Society, wird sie von diesen Strukturen und den Rhythmen des Universums
getragen. Das ist nichts anderes als das Outcome, wenn wir alle voll zulassen und harmonisch im Fluss mitschweben und mitflowen. So. Das ist eigentlich alles wie ein Mhm. Tanz. Und dann, Mhm. wenn das so ist, hat der Mind keinen Grund mehr, sich die ganze Zeit Sorgen zu machen oder die ganze Zeit eigene Strukturen bauen zu müssen oder irgendwelche, da ist die Lösung, weil die Energie Mhm. fließt ja schon durch. Alles Mhm. ist ja an seinem Platz. Alles hat seine Aufgabe, weiß, warum es hier ist, weiß, wer es ist, weiß, wohin er sie geht. Alles passt so. Da gibt es keinen Grund mehr für den Mind, irgendwie noch zu denken. Mhm. Und in der Gesellschaft, wie wir es gerade haben, ist, okay, du gehst in die Schule, wirst erstmal komplett gefickt, weil du musst jetzt hier diese Sachen lernen. Und wenn du das nicht kannst, dann bist du scheiße. Und dann wirst du von uns ausgeschlossen. Und dann, ja, du brauchst jetzt ein gutes Abi. Und du musst ja studieren, um dann das und das und das und das zu machen. Und je älter wir werden, desto mehr werden wir freier in Anführungszeichen, und in diese Welt gesetzt aus toxischen und kaputten Strukturen, höherdimensionalen geometrischen Mustern, die nicht aligned sind. Das ist es basically, was unsere Welt Mhm. ist. Und kommen da rein, getrennt von unserem natürlichen Rhythmus, von unseren zirkadianen Rhythmen, Biorhythmus, von allem, und sind komplett aus dem Rhythmus in einem Muster, was verkackt ist, und werden krank und wissen nicht, warum wir hier sind und suchen wie verzweifelt nach Hilfe in allen möglichen Richtungen. Das ist halt so, wie es nicht ist. Und wenn man diese heiligen Muster, diese heiligen Rhythmen, alles in den Systemen verankert, in jedem System, in dem planetarischen System, also multiplanetarisch, im planetaren System, in den Kommunen, in den Familien, also in den Familiensystemen, in dem individuellen Grid, in allen Ebenen fließt die Energie komplett von oben der Quelle bis zu allem in einem harmonischen Ding. Und es ist hier wie ein Tanz. Das Ja, ist so. ja. Hammer Schlusswort. Ich möchte diesen Satz jetzt einfach noch so zusammenfassen. Es geht im Endeffekt darum, dass wir alle sensibler für Energiefluss werden. Ja, Weil wenn wir das spüren würden, dann könnten wir gar nicht so gegen unsere Seele handeln. ja, Aber es ist eben, ja, Punkt. Eigentlich muss dazu gar nichts gesagt werden. Es geht um diese Sensibilität. Ja. nice. Okay. Ähm, schön. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Sehr schön. Gerne wieder. Und ja, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde mich darum kümmern und das gegebenenfalls auch weiterleiten an dich und werde dich auch verlinken. Und Guck bei meinem YouTube-Kanal vorbei. ja, werde deine Kanäle verlinken unter dem Video. Und du kannst es natürlich auch posten. Gut, dann stoppe ich die Aufnahme.